For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein hübsches Intro-Tierchen, Intro-Mädchen in dem Fall, eine Bartagame. Im Moment ist so Spätjahr für die Bartagamen, da haben sie schon eine relativ schöne Größe, dann kommen die Farben richtig schön raus und dann findet man eben, oder dann kommen solche schön gefärbten Tiere zum Vorschein wie die hier. Das ist Translucent, Super Red, Striped in dem Fall. Translucent habe ich schon ein paar Mal erklärt, ne? Das ist so diese Jelly Bellies, ne? die etwas durchsichtige Haut haben, ne? Man sieht es am Bauch immer recht gut. Red und Super Red, ne? Früher war alles wegen so Sandfire Red. Mittlerweile gibt es Tiere, die so noch extrem oder so blutrot sind. Manche sagen dann auch Blood dazu oder Super Red. Das ist irgendwie halt immer so ein Ausdruck, der das noch gesteigerte Rot etwas verdeutlichen soll. Und was die so eigentlich relativ besonders hat, dass sie noch so schön gestreift ist, ne? Also auf dem Rücken hat sie einen gelben Strich, dann hat sie die orangenen, die Flanken sind wieder dunkel, so Richtung Tiger geht es schon fast in den Flanken. Also finde ich super hübsch, richtig tolle Farbe. Ich würde sagen, selbst vor 5 Jahren oder gar vor 10 Jahren für Bartagamen so Farben noch unvorstellbar. Mittlerweile hat man so tolle Tiere und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Das ist unser Thema heute, die Linienzucht. Ne? Wie komme ich von dieser Farbe auf diese pechschwarze Farbe? Ne? Leopardgeckos sind da ein gutes Anschauungsbeispiel, gibt es aber auch bei den Bartagamen, bei den grünen Leguanen wird Linienzucht betrieben. Das ist unser Thema heute. In der Terroristik haben wir ja meistens, was die Zucht betrifft, reden wir von dominant oder rezessiv. Ne? Wir züchten was und wir haben eine Morph, die sich dominant rezessiv vererbt. Es gibt aber noch den dritten Erbgang, das ist der intermediäre Erbgang, nennt er sich, ne? Intermediär. Das heißt, wenn ich was züchte, ist die Vererbung immer der Drang zur Mitte. Ne? Habe ich einen ganz hellen Vater, eine ganz dunkle Mutter, sind die Nachzuchten irgendwas zwischendrin von der Farbe. Ne? Habe ich 2 ganz dunkle, geht es natürlich Richtung dunkel. Habe ich 2 ganz helle, geht es Richtung hell. Aber das hat mit kodominant und rezessiv nichts zu tun, sondern es vermischt sich mit Hang zur Mitte, ne? Nennt sich intermediär, rein biologisch. In der Zucht spricht man dann von Linienzucht, ne? Und die Leopardgeckos, in dem Fall diese Black Knights, die sind wirklich ein super Beispiel für die Linienzucht. Ne? Also mittlerweile gibt es hier so pechschwarze Black Knight Leopardgeckos. Tolle, schöne, pechschwarze Tiere. Ne? Schwarz ist was, wo in der Terroristik immer einen hohen Stellenwert hat sozusagen. Und irgendjemand vor circa, ich weiß nicht, wann es losging mit dem Black Knight, 6, 7 Jahren würde ich mal schätzen, oder 8 Jahre, hat sich überlegt, ach Mensch, komm, lass mal immer möglichst dunkle Tiere miteinander verpaaren. Und dann kommen am Anfang so Tiere, die so ein bisschen dunkel sind. Der ist schon ein bisschen besser dunkel. Der ist schon fast ganz schwarz, ne? Also der sieht auch schon richtig schön schwarz aus. Man sieht noch ein bisschen die Zeichnung und dann kommt so ein pechschwarzes Tier raus. Ne? Wie gesagt, es wurde einfach erreicht, indem ich 2 möglichst dunkle Elterntiere, Leopardgeckos, genommen habe, die miteinander verpaart habe, die dunklen Babys rausgenommen habe, die dunklen Babys wieder miteinander verpaart. Idealerweise versuche ich einen großen Genpool mir anzulegen, ne? Also nicht immer von den gleichen Eltern die gleichen Geschwister und wieder die gleichen Geschwister, sondern vielleicht einen großen Genpool, ne? Gruppe 1, 2, 3, da immer die dunkelsten Babys miteinander verpaaren, wieder die Gruppen vermischen und so weiter. Dann habe ich einen großen Genpool und habe nicht irgendwelche Probleme mit Inzuchterscheinungen. Und damit kann ich es erreichen, so richtig dunkle Tiere zu züchten.
Die Bardergamen sind auch ein tolles Beispiel für Linienzucht. Ne? Bei Bardergamen ist ja das Rot das Maß aller Dinge. Ne? Also umso röter eine Bardergame, umso höher ist sie auf der Beliebtheitsskala. Und diese rote Farbe hat man im Prinzip auch nur durch Linienzucht erreicht, ne? Indem man wirklich immer rote Tiere miteinander verpaart hat. Zum Teil stecken noch andere Sachen drin. Dieses hypomelanistische oder das Translucent steckt noch mit drin. Ne? Wenn das Tier das noch gleichzeitig zu dem Rot hat, dann kommt die rote Farbe natürlich noch besser raus. Ne? Das ist wieder ein rezessiver Erbgang. Aber die rote Farbe an sich, wie viel Rot in der Bardergame drin ist, das hat man durch Linienzucht erreicht, indem man die letzten 30 Jahre im Prinzip, also wo ich angefangen habe mit der Terroristik, da kamen die ersten Bardergamen, die waren natürlich alle völlig wildfarben. Und in den 30 Jahren hat man sich immer mehr zu solchen Super Red oder Blood oder wie immer man dazu sagen will, zu diesen roten Farben, hat sich das so die letzten 30 Jahre entwickelt. Und das ist wirklich auch ein gutes Beispiel für die Linienzucht. Ne? Anderes Beispiel, was mir auch noch dazu einfällt, sind die von den grünen Leguanen, die roten Tiere, ne, die in Mittelamerika, El Salvador gezüchtet werden. Das hat man im Prinzip auch erreicht, indem man rote Tiere genommen hat, die miteinander verpaart hat. Und das Rot hat sich dann auch immer mehr durchgesetzt und die Tiere wurden und werden immer röter, je mehr Rot ich miteinander verpaare. Ne, dann kann man auch ganz tolle rote Tiere erreichen. Das sind so die klassischen Beispiele, die mir einfallen, die gemacht werden. In der Schlangenzucht oder jetzt auch Königspythonzucht, ne, wo man ja wirklich so viel züchtet, so viele Farben hat, fällt mir ad hoc eigentlich gar nichts ein, was so Richtung Linienzucht intermediär geht. Gibt es bestimmt früher oder später auch mal was. Was ich spannend finde, zum Beispiel auch die Größe von den Tieren kann man ja durch Linienzucht vielleicht steuern. Also ich könnte mir vorstellen, oder ich hatte eigentlich mal so den Ansatz vor ein paar Jahren. Es gibt ja diese Volta Giants bei den Königspython. Ne? Das sind in dem Volta-Gebiet, heißt, da wären besonders große Königspythons. Und man könnte sich da im Prinzip extrem große Babys raussuchen, diese großziehen und die dann wieder miteinander verpaaren, um so vielleicht einen Königspython zu züchten, der vielleicht an die 2 Meter geht oder sowas. Ne? Das wäre auch so ein Linienzuchtprojekt, das ich mir bei Königspython ganz spannend vorstelle, meines Wissens bis jetzt aber noch niemand macht. Ne? Ja, das zum Thema Linienzucht. Vielleicht hat es euer Interesse geweckt, vielleicht denkt ihr euch, ach ja, ich habe auch ein tolles Projekt, oder ihr könnt es ja gerne mal unten posten, was euch interessieren würde oder was bestimmt ein spannendes Linienzuchtprojekt wäre. Bin ich mal gespannt, was ihr drunter schreibt, ne? Oder bei Königspython oder vielleicht auch so was Richtung Black Knight doch probieren, schwarze Tiere über eine intermediäre Vererbung immer schwärzer zu machen. Vielleicht auch spannend. Bin ich gespannt auf eure Kommentare und bleibt mir treu und checkt die Farben sozusagen. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.